Zypern führt eine 8%ige Steuer auf Kryptoveräußerungserlöse ein, sowohl für natürliche Personen als auch für Gesellschaften und auch als Non-Dom. Das Ganze gilt ab 2026. Ob das gut für dich ist oder schlecht, das wollen wir uns einmal in diesem Video näher anschauen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir veranstalten regelmäßig unser Seminar Auswandern als Trader und Investor. Das richtet sich an all jene, die von ihrem Kapitalvermögen leben wollen im Ausland und das natürlich möglichst steuergünstig. Es spielt dabei keine Rolle, ob du ein erfahrener Investor bist und bereits von deinem Kapitalvermögen lebst, also vielleicht schon Privatier bist oder das erst in Zukunft vorhast und auch erstmal noch Trading lernen musst. Mit dabei ist Jay Meadrow. Jay kennst du vielleicht, wir haben ja schon mehrere Videos mit ihm gemacht. Er ist ein guter Freund unseres Hauses. Jay war an der Wall Street Trader und zeigt inzwischen anderen, wie man traden kann. Hat ein sehr interessantes Kursangebot. Er wird uns im Seminar wichtige Trading-Geheimnisse verraten, welche Trading-Strategien er empfiehlt und natürlich auch sein Kursangebot dort vorstellen. Also, es spielt keine Rolle, ob du bereits traden kannst, ob du bereits Investor bist oder das erst lernen möchtest. Wenn du planst, im Ausland zu leben und ortsunabhängig zu arbeiten und Einkommen zu generieren über Trading, über Investing, dann ist dieses Seminar für dich. Alle weiteren Details auf unserer Webseite. Link dazu packe ich in die Beschreibung dieses Videos. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema. Ja, Zypern hat angekündigt am 30. Oktober 2025, dass man eine 8%ige Kryptosteuer in Zypern einführen will. Diese Kryptosteuer gilt sowohl für natürliche Personen als auch für zypriotische Gesellschaften. Wir sprechen hier natürlich, wenn wir über Zypern sprechen, über die Republik Zypern, nicht über Nordzypern. Ja, die Situation hinsichtlich Krypto war momentan schlicht und ergreifend nicht geklärt in Zypern. Zwar erhebt Zypern keine Steuern auf Veräußerungserlöse, das heißt, wenn du Aktien, wenn du Gold verkaufst und eben theoretisch auch Krypto, dann sind diese steuerfrei, solange es private Veräußerungserlöse sind, du also nicht hauptberuflich oder gewerblich tradest. Aber man hat schon immer, anders zum Beispiel als in Deutschland, auch diese steuerfreien Veräußerungserlöse in der Steuererklärung in Zypern angeben müssen. Und da wurde dann relativ häufig eine Diskussion vom Zaun gebrochen, je nachdem, wie viele Verkäufe es waren, ob das nun tatsächlich gewerblich ist und ob du dann Einkommensteuer bezahlen musst und sogar vielleicht Sozialabgaben. Auch spezifisch Krypto war die ganze Sache eher schwammig formuliert. Deswegen ist auf jeden Fall jetzt diese sehr klare rechtliche Lösung zu begrüßen. Das Ganze soll ab 2026 in Kraft treten, befindet sich aber noch im parlamentarischen Entscheidungsprozess. Wir gehen jetzt aber davon aus, dass es 2026 kommt. Es ist Teil einer größeren Steuerreform, über die wir hier ja auch schon berichtet haben. So wird in Zypern die Körperschaftssteuer zum Beispiel erhöht auf 15% von 12,5%. Das gilt eben nicht nur für große Unternehmen, sondern das gilt für alle Unternehmen, für alle Kapitalgesellschaften wohlgemerkt. Dann soll es möglich sein, den Non-Dom-Status zu verlängern, nachdem man 17 Jahre in Zypern gewohnt hat. Dafür muss man dann eine Pauschalsteuer bezahlen, einmalig von 250.000 € für weitere 5 Jahre. Dann war im Gespräch, dass die 60-Tage-Regelung aufgeweicht wird. Das heißt, wenn man nachweisen kann, dass man wirklich in Zypern den Lebensmittelpunkt hat, dass die Kinder da zur Schule gehen, dass die Ehefrau dort arbeitet, etc. pp., dann sollen die 60 Tage Anwesenheit gar nicht mehr unbedingt nötig sein. Und es sollen noch einige andere Änderungen im Steuergesetz eingeführt werden. Dass jetzt diese Kryptosteuer kommt, das ist jetzt hier ein Zusatz, das ist etwas Neues, das war bisher in den Diskussionen noch nicht so klar. Ich hatte ja in der Einleitung schon gesagt, dass auch Non-Doms in Zypern von dieser Kryptosteuer betroffen sein werden. Das ist einfach so, weil der Non-Dom-Status im Grunde genommen kein echter Non-Dom-Status ist in Zypern. Man nennt das einfach nur so, weil eben der Begriff ziemlich weit verbreitet ist. Aber wenn man den Non-Dom-Status, den echten Non-Dom-Status, sagen wir mal, anschaut, zum Beispiel in Malta oder in Irland, dann ist es eben so, dass sämtliche Auslandseinkünfte nicht nur steuerfrei sind, sondern eben auch in der Steuererklärung gar nicht erklärt werden müssen. Wenn du also in Malta wohnst zum Beispiel oder in Irland und hast dort Veräußerungserlöse aus Aktien, aus Krypto, aus Gold, was auch immer, beziehst Dividenden im Ausland, dann musst du das alles in der Steuererklärung in Irland oder Malta gar nicht nennen. Das war schon immer anders in Zypern. In Zypern bezog sich der Non-Dom-Status im Wesentlichen auf die Tatsache, dass du keine Steuern auf Dividenden bezahlen musst. Du musstest aber auch in Zypern mit Non-Dom-Status deine sämtlichen weltweiten Einkünfte erklären. Daher sind jetzt auch Non-Doms von dieser Kryptosteuer betroffen, denn wie gesagt, in Zypern begrenzt sich der Non-Dom-Status auf den Erhalt von Dividenden. Sind jetzt diese 8% aber wirklich schlecht? Nun, wenn du momentan in Deutschland lebst und du hältst Krypto für mehr als ein Jahr,
Jahr, dann sind Veräußerungserlöse steuerfrei. Würdest du jetzt nach Zypern ziehen und du hast diese Strategie, dann wärst du also dann in Zukunft in Zypern benachteiligt, wärst schlechter gestellt als in Deutschland. Nun sagt man ja, dass diese Regelung in Deutschland irgendwann aufgeweicht wird, dass die Spekulationsfrist abgeschafft wird und dann Kryptoerträge ganz normal steuerpflichtig werden. Wann das kommt, das ist noch nicht klar, aber wie gesagt, das ist natürlich schon lange im Gespräch. Wenn das passiert, dann könnte Zypern auf jeden Fall interessant sein, auch wenn man dort 8% auf private Veräußerungserlöse bezahlt. Du könntest natürlich nach Malta ziehen, nach Irland ziehen oder nach Dubai ziehen oder in viele andere Länder ziehen, wie zum Beispiel Thailand oder die Philippinen oder viele Länder in Lateinamerika. Dort sind ja ausländische Einkünfte generell steuerfrei und du musst sie eben auch nicht in der Steuererklärung dann nennen. Das heißt also, jene, die im Grunde momentan keine Steuern zahlen, weil sie private Veräußerungserlöse haben, gelegentlich verkaufen und die Kryptos relativ lang halten, sie wären jetzt in Zypern in Zukunft benachteiligt. Das heißt, sie sollten im Grunde genommen nicht nach Zypern umziehen, wenn du auswandern willst und du bist spezifisch hier im Kryptobereich investiert und lebst von deinen Kryptoveräußerungserlösen, dann ist Zypern sicherlich in Zukunft nicht mehr zu empfehlen, sondern eins der anderen Länder, die ich gerade genannt habe. Wenn du allerdings flexibel sein willst, das heißt, wenn du in der Lage sein möchtest, Krypto jederzeit zu verkaufen, dann kann Zypern natürlich interessant sein, denn dann würdest du ja in Deutschland zum Beispiel ansonsten mit der Abgeltungssteuer belegt werden. Das sind 25% plus Soli, also sind wir auch bei 26,5%. In Österreich übrigens Kapitalertragssteuer auch 27,5%. Das heißt, wenn du nach Zypern umziehst, dann wären es nur 8%. Das wäre natürlich ein Vorteil. Aber auch hier könntest du natürlich wiederum nach Malta umziehen, nach Irland umziehen, nach Dubai umziehen, nach Thailand umziehen, in die Philippinen umziehen, irgendwo nach Südamerika hinziehen und es wäre weiterhin steuerfrei. Also nur weil du im Rahmen deiner eigenen Vermögensverwaltung bestimmte Haltefristen nicht einhalten willst, kannst du trotzdem in sehr vielen Ländern nach wie vor diese Kryptos dann steuerfrei verkaufen. Das heißt, auch hier frage ich mich, ob Zypern wirklich dann in Zukunft interessant sein würde. Ich vermute es ehrlich gesagt nicht. Aber jetzt komme ich zu dem Punkt, bei dem Zypern natürlich interessant ist und das ist, wenn du wirklich gewerblich tradest. Wenn es also nicht mehr um private Veräußerungserlöse geht, sondern wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, 10 Trades am Tag machst oder wenn du dort 8 Stunden am Tag vor einer Monitorband sitzt und tradest, dann könnte natürlich Zypern tatsächlich interessant sein, denn du kannst ja dann, wie gesagt, gewerblich in Zypern traden und zahlst nur 8% Steuern. Und weil diese 8% sowohl für zypriotische Gesellschaften als auch für natürliche Personen gelten, kannst du sogar die von dir gewünschte Rechtsform wählen. Du würdest möglicherweise eine Gesellschaft gründen wollen, aber musst es nicht. Du kannst auch schlicht und ergreifend als natürliche Person gewerblich traden. Auch für den Non-Dom-Status brauchst du nicht unbedingt eine Gesellschaft zu gründen. Auch dort reicht ein Einzelunternehmen aus. Wenn du ein Einzelunternehmen gründest, müsstest du Sozialabgaben bezahlen. Das sind maximal ungefähr 5.000 Euro im Jahr. Wenn du eine Gesellschaft hast, die dann die 8% Steuern bezahlt, du hast den Non-Dom-Status, dann werden dir die Gewinne als Dividende ausgeschüttet. Diese Dividende ist dann steuerfrei, aber du musst die Gesundheitsabgabe bezahlen. Das sind 2,65% auf die ersten 180.000. Die musst du wiederum nicht bezahlen, wenn du im eigenen Namen tradest. Also da hat man dann tatsächlich einige Optionen, die man wählen kann hinsichtlich der Rechtsform und des steuerlichen Setups, was man in Zypern wählt. Also ich würde sagen, als gewerblicher Trader ist Zypern absolut interessant, denn wenn man sich zum Beispiel andere Länder anschaut, sagen wir mal die Vereinigten Arabischen Emirate, sagen wir mal, du wohnst in Dubai und machst dort gewerbliches Trading, müsstest du ja 9% dann Körperschaftssteuer bezahlen. Dort ist es natürlich so, dass die ersten ungefähr 100.000 Euro dann steuerfrei sind. Das ist in Zypern nicht der Fall. Und in Dubai kannst du natürlich auch ein hohes Gehalt ausbezahlen seitens der Gesellschaft, was dann eben steuerfrei wäre. Also in Dubai gibt es mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Aber nichtsdestotrotz, wenn du gerne in der Europäischen Union bleiben möchtest, dann sind natürlich diese 8%, muss man sagen, nicht schlecht. Und du hast Rechtssicherheit dafür. Und mit dem Non-Dom-Status in Kombination musst du nur 60 Tage dich in Zypern tatsächlich aufhalten. Das heißt, du genießt ein hohes Maß an Rechtssicherheit, das muss man ganz klar sagen. Das Gleiche könntest du natürlich auch in Malta machen. Dort ist die effektive Körperschaftssteuer 5%. Das heißt, da wäre es noch etwas günstiger als in Zypern, sogar wenn du jetzt in Malta gewerblich Krypto tradest. In Malta ist die Firmenstruktur dafür ein bisschen komplizierter als in Zypern. Das heißt, da muss man sich dann überlegen, ob sich das lohnt oder nicht. Das hängt dann schlicht und ergreifend von deinen Gewinnen ab. Eine interessante Frage ist natürlich auch, in Zypern kann man Verluste mit Gewinnen verrechnen und das ist tatsächlich so. Allerdings gibt es keinen Verlustvortrag.
Das heißt, du kannst Gewinne des gleichen Jahres mit Verlusten des gleichen Jahres verrechnen. Du kannst aber keine Verluste vortragen ins nächste Jahr. Und zum Beispiel sagen, dieses Jahr habe ich große Verluste gemacht und die kann ich dann mit hohen Gewinnen des nächsten Jahres verrechnen. Eine weitere interessante Frage, ein weiteres steuerliches Detail ist natürlich auch die Frage, was gilt überhaupt als ein Verkauf? Wenn ich jetzt switche, sagen wir zum Beispiel mal zwischen zwei Kryptowährungen, ist das dann ein steuerpflichtiger Verkauf oder nicht? Und das ist tatsächlich in Zypern so. Das heißt also, wenn du von Coin zu Coin switcht, da wird zu dem Zeitpunkt dann die Steuer berechnet. Was natürlich, wenn jetzt jemand wirklich mit Krypto tradet und viel rein und raus geht in verschiedene Positionen, meiner Meinung nach ziemlich lästig ist. Aber so ist es eben. Das heißt also auch hier wieder ein relativ hoher Buchhaltungsaufwand, den man dort betreiben muss. Noch ein anderer sehr interessanter Punkt für deutsche Steuerzahler. Wir haben es ja hier schon vielfach erwähnt in unseren Videos, dass, wenn du Krypto verkaufst, die erweiterte beschränkte Steuerpflicht durchaus ein Thema sein kann. Dass also diese Erlöse in Deutschland noch für 10 Jahre steuerpflichtig sind, wenn du digitaler Nomade bist oder aber in ein Niedrigsteuerland umziehst. Hier hat natürlich Zypern dann auch mit dieser Lösung tatsächlich Klarheit geschafft. Das heißt, hiermit kannst du dich ganz klar von den Negativwirkungen der erweitert beschränkten Steuerpflicht befreien. Das Einkommen wird besteuert. Zypern ist ein Abkommensstaat von Deutschland. Und das kann für viele, denen es um Rechtssicherheit geht, natürlich auch ein wichtiger Vorteil sein. So, das waren sie, die steuerlichen Veränderungen, die du in Zypern 2026 zu erwarten hast. Jetzt muss man noch sehen, ob die tatsächlich natürlich auch so beschlossen werden. Vielleicht gibt es hier noch Änderungen in letzter Minute, aber ich würde mal davon ausgehen, das wird so kommen ab 2026. Wenn du also planst, nach Zypern umzuziehen, dann solltest du dieses neue Gesetzespaket auf jeden Fall berücksichtigen in deiner Planung. Lass dich fundiert beraten. Es gibt in der Beraterszene in Zypern viele Glücksritter. Suche dir einen erfahrenen Steuerberater oder Steueranwalt aus, der dich verbindlich zu diesen Themen beraten kann. Und das Gleiche brauchst du natürlich auch in Deutschland, damit du wirklich die Rechtssicherheit hast, die du brauchst, um für dich und deine Familie und dein Vermögen zu planen. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, dich bei unserem Seminar in Zürich begrüßen zu dürfen zum Thema Auswandern als Trader und Investor. Da werden natürlich solche Themen auch thematisiert. Da schauen wir uns verschiedene Länder an. Dort geht es genau um diese Fragen. Ansonsten natürlich kannst du jederzeit auch gerne ein Beratungsgespräch buchen. Link dazu in der Beschreibung zu diesem Video. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten genau bei solchen Fragen zu unterstützen. Auswandern, Steueroptimierung, Vermögen vor der Zugriffigkeit des Staates und der EU zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.